Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meiner heutigen aktuellen Buchkritik. Heute möchte ich euch wieder einen Roman vorstellen, und zwar ein Roman basierend auf einer weltbekannten Romanfigur, jedoch nicht vom eigentlichen Schöpfer dieser Figur. Konkret vorstellen möchte ich euch heute diesen Roman hier. Und hier ist das gute Stück. Es ist von Anthony Horowitz der Roman Das Geheimnis des Weißen Bandes. Und, wie man hier unschwer erkennen kann, der neue Sherlock Holmes Roman. Ganz kurz so zu Anthony Horowitz. Der Gute wurde im April 1956 in Stanmore in Middlesex geboren, ist also gebürtiger Brite und ist schon seit seiner frühen Jugend ein absoluter Fan von Sherlock Holmes. So kam es dann halt auch, dass er durch die Sherlock Holmes Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle überhaupt letztendlich zu seinen eigenen Büchern gekommen ist und zu den Ideen zu seinen Büchern gekommen ist. Und es war folglich nur eine Frage der Zeit, bis er sich tatsächlich einmal daran wagen würde, selbst einen Roman für Sherlock Holmes zu schreiben. Anthony Horowitz hatte sich in diesem Sinne halt eben mit der Gesellschaft der Sir Arthur Conan Doyle Gesellschaft in Verbindung gesetzt und hatte mit denen halt geplant, eine Geschichte über Sherlock Holmes im Stil von Sir Arthur Conan Doyle auf den Markt zu bringen. Herausgekommen ist dabei Das Geheimnis des Weißen Bandes, das im Original The House of Silk heißt, und der Originaltitel, wie so oft auch, sagt eigentlich wesentlich mehr über die Geschichte aus, als es die deutsche Übersetzung tut. Wie man hier unschwer erkennen kann, es handelt sich nicht um eine Taschenbuchausgabe, sondern es ist eine gebundene Ausgabe, und zwar, wie ich finde, doch eine recht hochwertige. Das Ganze ist gebunden in einer Art Leinen, also wirklich hochwertig gearbeitet. Die Seiten selbst sind nicht allzu dünn gehalten. Man kann sie also problemlos wirklich umschlagen, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwie gleich verknicken könnten. Und die ganze Geschichte hat knapp 350, 351 Seiten. Ich finde, das Ganze ist schön aufgemacht und passend zum deutschen Titel haben wir hier unten halt auch das Ganze mit einem weißen Leseband, was das Ganze zusätzlich noch ein wenig eleganter daherkommen lässt. Zur Geschichte selbst möchte ich nur so viel sagen. Es ist eine recht düstere Geschichte, wie bei vielen Fällen von Sherlock Holmes. Erzählt wird sie wieder von seinem treuen Partner Dr. Watson. Und zwar diesmal halt
aus der Zukunft heraus. Dr. Watson befindet sich mittlerweile in London bzw. in England während des Ersten Weltkriegs. Sherlock Holmes ist zwischenzeitlich verstorben und Dr. Watson lebt in einer Pension für, ja, pflegebedürftige Rentner, wird dort auch entsprechend von Schwestern betreut, aber kann es sich eben nicht leben lassen, immer noch Geschichten zu Papier zu bringen. Und so lässt er die Ereignisse Revue passieren, die 25 Jahre zuvor geschehen sind. Das Geheimnis des Weißen Bandes umfasst letzten Endes zwei verschiedene, aber ineinander verwobene Aufträge für Sherlock Holmes. Im Grunde genommen bekommt er einen Auftrag gestellt, diesem geht er entsprechend intensiv nach, wie man es von ihm gewohnt ist, und stolpert dabei automatisch in einen zweiten Fall hinein. Beide Fälle sind miteinander verwoben und ich möchte hiervon nicht allzu viel preisgeben, nur so viel halt: Sherlock Holmes lernt das Leben auf der anderen Seite kennen. Er wird des Mordes bezichtigt, er wird inhaftiert. Vieles wird also von Dr. Watson übernommen. Sherlock Holmes ist entsprechend in Haft, kann also primär erstmal nicht aktiv werden und erst zum Ende hin wird eben in typischer Sherlock Holmes-Manier alles nach und nach aufgedeckt und man ist dann schon überrascht, wie er es eben entsprechend entdeckt hat, was eben so die Hintergründe der Geschichten sind und vor allem teilweise wird man den eigenen Verdacht schon haben, der so in 'ne ähnliche Richtung geht, teilweise aber würde man nie darauf kommen, was tatsächlich die Hintergründe des zweiten Falles sind, der hier aufgeklärt wird. Das Ganze ist, wenn man es anfängt zu lesen, anfänglich ein wenig gewöhnungsbedürftig, denn es ist halt immer aus der Erzählerform geschrieben, und zwar in Form von Dr. Watson, der halt immer wieder auch so, sagen wir mal, Erinnerungen aus anderen Geschichten von Sherlock Holmes mit einfließen lässt. Eben gewisse Parallelen, die mit anderen Fällen zu tun haben, aber auch hier möchte ich nicht allzu weit vorausgreifen. Man merkt halt nur ganz schnell, dass Anthony Horowitz eben wirklich sehr erfolgreich versucht hat, den Stil von Sir Arthur Conan Doyle entsprechend in sein Werk hier einfließen zu lassen, sodass er wirklich dem Romanier oder dem Romanautor mehr als gerecht wird. Ich kann euch das Buch eben Das Geheimnis des Weißen Bandes, The House of Silk, wirklich nur ans Herz legen. Ich finde, es ist wirklich sehr gut geschrieben und verdient es wirklich, als neuer Sherlock Holmes Roman betitelt zu werden. Im Großen und Ganzen war es das schon von mir. Ich bin in gewohnter Weise auf euer Feedback gespannt. Mich würde schon brennend interessieren, wer von euch das Buch vielleicht selbst schon gelesen hat. Wie sind eure Eindrücke hierzu? Seid ihr auch der Meinung, es ist ein verdienter Sherlock Holmes Roman im Sinne von Sir Arthur Conan Doyle, oder weicht eure Meinung völlig von der meinigen ab? Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall in Kürze wieder hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Romanen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.